Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, der E-Commerce-Agentur. In dem heutigen Video soll es um die Anbindung von eBay in Shopify gehen, wie ihr euer eBay-Verkäuferkonto integriert und konfiguriert und welche Vorteile euch dadurch überhaupt erst entstehen. Daraus geht hervor, dass ihr zuallererst einmal ein eBay-Verkäuferkonto besitzen solltet und bei Shopify angemeldet sein solltet. In deinem Shopify-Backend hast du in der linken Spalte die Möglichkeit, deine Vertriebskanäle einzusehen. Ihr seht, dass bereits eBay hinzugefügt wurde. Falls nicht, klicken wir auf das Plus, um euren eBay-Account hinzuzufügen. Auf Verbinden klicken und eure Zugangsdaten ausfüllen und euch einloggen. Nachdem eBay erfolgreich als Vertriebskanal hinzugefügt wurde, klickt auf Konto und passt eure Geschäftsrichtlinien an. Hier könnt ihr die Versand-, Rücknahme- und Zahlungsoptionen festlegen. Sollten diese bereits erstellt worden sein, klickt auf Synchronisieren mit eBay erzwingen, wodurch ihr eure Rahmenbedingungen synchronisiert. Wenn ihr nun eure Angebote für eBay in Shopify vorbereiten wollt, klickt auf Sync-Einstellungen. Hier habt ihr die Möglichkeit, sehr detailliert eure allgemeinen Sync-Einstellungen und Einstellungen für das Inventar zu steuern. Außerdem für die primären Kategorien und letztendlich die Standardeinstellungen für Pakete und den Lagerort. Ich denke, die Punkte sind für sich selbst erklärend und müssen unabhängig von eurem Unternehmen individuell angepasst werden. Am Ende auf Speichern klicken. Den Artikelexport und Import könnt ihr steuern, wenn ihr auf den Vertriebskanal eBay klickt und entweder für den Export auf Überprüfen und Veröffentlichen klickt oder für den Import im unteren Feld auf Jetzt aktualisieren klickt. Im Navigationsbereich links habt ihr die Möglichkeit, eure Produkte einzusehen, aber auch neue Produkte für eBay anzulegen und zu optimieren. Worauf es dabei ankommt, könnt ihr in unserer eBay SEO Playlist im Detail anschauen. Darin wird unter anderem erklärt, warum es sehr vorteilbringend ist, wenn ihr eure eBay Artikelmerkmale sehr detailliert ausfüllt. Wir verlinken euch die Playlist oben rechts. Wenn ihr nun Artikel importieren wollt, klickt auf Importieren, fügt eure vorbereitete CSV-Datei ein und klickt auf Hochladen. Anschließend werden diese in eurem eBay Vertriebskanal vorhanden sein. Wenn ihr dort auf Angebote klickt, sind eure Artikel vorhanden und bereit optimiert zu werden. Dafür auf den gewünschten Artikel klicken und den Titel, die Beschreibung, die Artikelmerkmale, die 12 potenziellen eBay-Bilder etc. hier optimieren. Wenn ihr zufrieden mit eurer eBay SEO-Optimierung seid, klickt auf Speichern und Veröffentlichen, um euer eBay-Angebot zu aktualisieren. So einfach könnt ihr euer eBay-Angebot aus dem Shopify-Shop heraus steuern und optimieren. Sollte es dazu noch Fragen oder Probleme geben, gerne in den Kommentaren schildern. Ansonsten würden wir uns über ein Abo freuen. Gehabt euch wohl, euer eBakery-Team.